Hi, wir sind Tobi, Sarah und Rio. Ende August haben wir unsere Jobs gekündigt und sind seitdem mit unserem 40 Jahre alten Wohnmobil auf Reisen. Steigt ein und begleitet uns. Guten Morgen. Heute soll es ja eigentlich durchgehend regnen, aber es ist trocken. Jetzt werden wir hier noch frühstücken und dann fahren wir nach Termessos und hoffen, dass es auch trocken ist, weil das liegt nämlich da hinten in den Bergen. Und da schaut es ein bisschen regnerisch aus, aber naja, hier soll es ja auch regnen. Da werden wir schon Glück haben. Also der Eintritt hat pro Nase 12,50 an Lira gekostet und es ist ein riesiger Park unten, wo wir gerade vorbeigefahren sind. Ich glaube, hier ist am Wochenende Sommer ultra viel los und der Blick ist einfach spektakulär. Also wir haben Nebel, aber zumindest kein Regen. Und Tobi meinte auch, aber gerade mit dem Nebel hat es vielleicht auch so ein bisschen so eine mystische Stimmung. Also ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Wir sind jetzt gerade oben angekommen und natürlich fängt es pünktlich an zu regnen. Das heißt, wir werden jetzt hier noch ein bisschen warten, dass wir vielleicht nicht im Regen loslaufen. Aber ja, wenn es nicht besser wird, wird es im Regen sein. So, wir sind jetzt gerade losgelaufen. Doch schon im leichten Regen, weil wir auf Regenradar gesehen haben, dass es später nur stärker wird. Und wir haben Begleitung. Diese Hündin ist am Parkplatz und sie hat keinen Bock auf Rio. Sobald Rio zu nahe kommt, also sie darf hin, aber sobald Rio an ihr schnüffelt, fängt sie an zu knurren. Das ist nicht so geil. Wir dachten, sie bleibt unten am Parkplatz, aber ja, sie folgt uns. Naja, aber bis jetzt hat sie nichts gemacht, außer knurren. Ja, zu uns ist sie auch nett, aber ja. Aber Rio hat jetzt schon 2-3 Mal eins von Straßenhunden drauf bekommen, weil er kann es schlecht einschätzen oder ist einfach zu aufdringlich, weil er spielen will. Wir sind jetzt schon an den unteren Stadtmauern angekommen. Die sind hier hinter uns und da oben ist bestimmt das Theater. Ja, Rio, die will nicht spielen. Wer bringt denn hier die Mülltonne hoch und runter? Oh, der arme Kerl. Oh Gott. Wir sind jetzt beim Hammam angekommen. Und hier sieht man es auch. Oder die Überreste. Wir haben jetzt schon festgestellt, wir haben extra vor der Reise gescheite Wanderschwimmer gekauft. Aber auf nassem Stein, die sind so gefährlich. Wir rutschen so krass. Da wären, glaube ich, die Turnschuhe besser gewesen. Wobei ich da fast barfuß laufe, weil die so kaputt sind. Aber ja. Oder ist das Hammam? Nee, ich glaube die Mauer da hinten. Naja, auf jeden Fall ist hier irgendwo das Hammam. Cool. Ja, da lag. Ja, okay. Du bist eine ganz Liebe. Du bist eine ganz Liebe, zumindest zum Menschen. Wir sind jetzt hier im oberen Teil der Stadt und das ist alles viel ursprünglicher wie die anderen Ausgrabungsstätten, weil, ich weiß nicht, das ist einfach, es wirkt so, als ob es in der Landschaft drin ist und einfach nicht so aufbereitet. Ich glaube auch wegen den Bäumen und so dazwischen, weil das andere war alles immer Wiese oder größtenteils Wiese. Dass es einfach noch einen ganz anderen Flair hat, als was wir bisher gesehen haben. Ja, ich habe gerade schon gesagt, man fühlt sich wie Indiana Jones, wenn er was entdeckt, außer dass es alles schon entdeckt ist. Hier noch ein paar Fakten zur Stadt. Termessos wurde mindestens vor 2600 Jahren gegründet, weil 500 vor Christus hat sich Termessos so wehrhaft gegen die Perser zur Wehr gesetzt, dass sie am Ende vom Perserreich Autonomierechte bekommen haben. Und auch 333 vor Christus circa hat Alexander der Große Termessos vergeblich belagert. Und das heißt schon was, da er eigentlich die halbe bekannte Welt, also Europa, Asien, erobert hatte.
Wir glauben, wir haben das Theater gefunden, laut den Schildern. Was mit der Stimmung so ein bisschen schade ist, weil ich finde die Stimmung super cool, oder wir. Aber man hat normalerweise einen riesigen Blick vom Berg aus runter. Ja, das stimmt. Und das ist eigentlich dieses spektakuläre Amphitheater, haben wir jetzt ja doch schon ein paar gesehen. Aber dass man dann den Blick eigentlich ins Tal hätte, aber gut. Dafür haben wir es jetzt im Nebel oder in der Wolke. Wow. Ja, das ist schon spektakulär. Krass. Das Ganze schaut schon schön aus. Aber ich habe es mir in meiner Vorstellung zumindest schon anders vorgestellt. Wie denn? Mit dem Nebel. Auf den Bildern sah das so riesig aus. Ja. Oh, schau mal, da zieht es ein bisschen auf, man hat schlecht. Und ja, Berg gegenüber. jetzt haut es mich erstmal hier auf die Fresse mit den Steinen. Oh mein Gott, das ist glatt. Aber es schaut schon gut aus. Es ist schon sehr schön. Wirklich. Und es gibt ja bekanntlich nie das falsche Wetter, nur die falsche Kleidung. Ja. Und die richtige Kleidung haben wir an mit Regenjacken, die wir seit, wann haben wir die? 2011 gekauft haben. Ja. Und sie halten ja immer noch. Und da es jetzt da hinten eine geschlossene Wolkenwand ist, können wir das Zeitraffer auch beenden, weil man es eh nicht mehr sieht. In den nächsten 1-2 Tagen treffen wir Ute und Björn und dann frage ich mal nach einem Foto, wie das normalerweise mit Sonnenschein ausschaut. Ich glaube, die hatten Sonne und dann blenden wir euch das ein, wenn wir das bekommen. Wir haben ja gerade schon gesagt, dass es hier echt glatt ist. Jetzt hier kann man einfach wegrutschen. Nur Rio nicht. Nee, Rio hat als einziger einigermaßen Halt. Okay. Hier oben sind mehr Steine, da können wir besser draufschieben. Ja, aber das ist spiegelglatt. Nachdem wir jetzt gerade runtergehen, ist das eingetroffen, was eigentlich immer eintrifft. Und zwar, die Wolken verziehen sich. Man hat jetzt einen Ausblick ins Tal und es ist bestimmt auch am Amphitheater so. Aber wir gehen jetzt nicht nochmal hoch. Es gehört einfach dazu bei uns. Und es war ja trotzdem schön. Wir sind jetzt wieder im Auto. Boah, ich sehe gar nichts. Und ja, rund dazu war es dann doch echt kalt. Weil es einfach, es hat geregnet und vom Hochgehen, da wird der wenigstens warm, aber beim Runtergehen war es echt frisch. Aber jetzt geht es dann für uns weiter zum Gas auffüllen. Zumindest hoffen wir, dass wir jetzt endlich eine Tankstelle finden, die es auffüllt. Laut Park4Night macht sie es nämlich. Weil wir jetzt schon wie lange haben wir jetzt schon kein Gas mehr? 5 Tage? Ja, fast schon eine Woche haben wir dann kein Gas mehr und haben nur die kleine Reservegasflasche. Aber ja, laut Park4Night wird es heute was. Und dann geht es weiter Richtung Einkaufen und Strand. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Wir sind jetzt ungefähr, ich weiß gar nicht, 700 Meter vorm Stellplatz
und haben die Wegbeschreibung vom Björn bekommen, aber ich glaube, wir haben uns verfahren, oder wir glauben, wir haben uns verfahren. Und ich habe ein Trauma vom Buddeln vom letzten Mal. Ich habe keinen Bock mehr, mich festzufahren. Gehört aber dazu in meinen Augen, aber okay. Und die Straße schaut halt so aus. Also nicht so geil. Okay. Und Björn und Ute kommen uns jetzt entgegen und zeigen uns den richtigen Weg. Wir sind jetzt an unserem Stellplatz angekommen und der ist wirklich genial hier. Also es ist ein riesen Areal, wo man frei stehen kann und es ist wirklich schön. Aber beim Herfahren gab es eine tiefe Pfütze, nachdem Ute und Björn uns den Weg gezeigt haben. Und natürlich sind wir hinten aufgesessen mit der Anhängerkupplung und auch ein bisschen mit dem Abwassertank. Da hat es den Auslass verdreht, also sind wir da auf jeden Fall hängen geblieben. Und Ute und Björn haben hier schon heute Morgen einen toten Delfin am Strand gesehen. Den zeigen wir jetzt mal, weil die Straßenhunde, hier sind echt viele Straßenhunde, auch 4 Welpen und die ernähren sich halt von dem. Und noch ist er relativ ganz, oder er ist ganz. Hier ist jetzt der Delfin. Ich hoffe, man versteht mich, weil der Wind extrem ist, aber der ist ungefähr 2 Meter groß. Also, und ja, es ist schon echt krass, sowas mal in echt zu sehen. Vor allem haben wir damit überhaupt nicht gerechnet. Und ja, man fragt sich schon, warum er hier angespült wurde. Ob er jetzt im Netz sich verfangen hat oder ob es ein natürlicher Tod war. Ich weiß nicht, ob man es gerade gehört hat, auf jeden Fall ist es wirklich krass, sowas in echt zu sehen. Und ja, wir werden heute noch kochen und dann einfach den Abend ausklingen lassen. Einmal noch zu Hause anrufen, die Zeit nutzen und dann einfach auf morgen und besseres Wetter hoffen. Wobei es ja jetzt wenigstens schon nicht regnet. Da freuen wir uns auf jeden Fall auch schon drüber. Aber der Wind ist einfach nur richtig kalt. Und da kommt schon einer der Straßenhunde an. Ja, hallo? 2. Ja, hallo? Du? Ja, hallo? 3. Ja, hallo? Nee, die sind alle lieb. Nur die Welpen sind blutverschmiert, weil sie den Delfin essen. Wir sind jetzt in den letzten Zügen, bevor es weitergeht. Wir stehen jetzt bereits die 5. Nacht oder standen hier die 5. Nacht, kurz vor Siede. Und jetzt fahren wir dann der Küste entlang Richtung Mersin, aber auch nur 70, 80 Kilometer heute. Und hier an dem Platz, also erstmal der Platz ist genial, wie ihr in den Drohnenvideos auch gesehen habt. Und hier sind so viele Straßenhunde. Also für ein Rio war es richtig cool, wobei es manchmal auch anstrengend war, weil die nachts relativ laut sind zum Teil. Aber ja, es ist trotzdem schön mit Hunden.
und mussten an einem Hund an der Kette vorbei. Und der hat sich schon übelst aufgeregt, aber der hat die Kette durchgebissen, beziehungsweise das Seil. Und er hat sich dann kurzzeitig in Rio verbissen. Vielen Dank fürs Anschauen unseres Videos. Wenn euch unsere Videos gefallen und ihr uns unterstützen mögt, dann freuen wir uns, wenn ihr ein Abo, ein Like und/oder einen Kommentar da lasst. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt in den letzten Zügen und machen uns bereit für die Weiterfahrt. Wir sind noch nach wie vor kurz vor Meersin. Nee, wir sind nicht kurz vor Meersin. Wir sind kurz vor Siede.